sea is changing. Das Meer ändert sich aber. It's not reliable Es ist nicht verlässlich. in the sense that we can't predict exactly what bit of water is going to be there. In der Hinsicht nämlich, dass wir gar nicht voraussagen können, welches bisschen oder welcher Teil vom Wasser jetzt da sein wird. But the sea is there. It's always there. Aber das Meer ist da, ist immer da. When we use the term sea, we're referring to something which is not actually there as a substance. Wenn wir diesen Begriff Meer benutzen, beziehen wir uns auf etwas, was tatsächlich substanziell, aber gar nicht vorhanden ist. The water is moving, but when we call it the sea, we catch it inside the concept, and that generates the illusion that there is something reliable and definable that we're talking about. Das Wasser bewegt sich, aber sobald wir es das Meer nennen, fangen wir das ein in ein Konzept, das uns die Illusion ermöglicht, dass etwas Definitives und Verlässliches dort ist. You can't catch the sea, Man kann die See nicht fangen, but you can't catch the concept of the sea. aber man kann das Konzept als von See fangen. In the same way, you can't catch yourself. Und genauso kann man sich selber nicht einfangen. None of us here can know how we're going to be in 5 minutes' time. Keiner von uns hat eine Idee, wie wir in 5 Minuten sein werden. We've no idea what precise thought is going to be arising for us. Wir wissen nicht, welcher bestimmte Gedanke dann zum Beispiel für uns in Erscheinung tritt. We don't know which part of our body is going to be registering some sensation. Und haben keine Ahnung, welcher Teil unseres Körpers plötzlich irgendeine Empfindung haben wird. When I get there in 5 minutes' time, it will be me. Wenn wir dann aber in 5 Minuten dort angekommen sind, wird es immer ich sein. Because me is like a little pot, and I can put that experience into the pot. Das Ich ist sozusagen wie ein kleiner Topf, eine Schale, wo ich dieses Erlebnis hineintun kann. But of course, it's not really a pot. Tatsächlich ist es natürlich nicht wirklich eine Schale. We can talk of the self as a container. Wir sprechen manchmal über das Selbst als Behälter. But it's a concept. Tatsächlich ist es aber ein Konzept. The concept is a mental function which creates the illusion of graspability. Denn das Konzept ist eine mentale oder geistige Funktion, die die Illusion erzeugt, dass etwas Greifbares da wäre. Oh, I have been in this building before. Ich bin schon mal in diesem Gebäude gewesen. That's true, Das stimmt. and it's completely meaningless Und es ist völlig bedeutungslos, because I recognize a few features of this building. weil ich einige Eigenschaften dieses Gebäudes erkenne. When I was here before, it was at a different time of the year. Als ich vorher mal hier gewesen bin, war das zu einer anderen Jahreszeit. The quality of light was different. Das Licht war anders. How the various items around were set out was different. Wie die Gegenstände hier platziert waren, war unterschiedlich erzählt. Many of the people who were here then are not here now. Viele Leute, die damals da gewesen sind, sind heute nicht hier. People who are here now were not there then. Und Leute, die jetzt hier sind, waren da nicht dort hier. But it's the same place. Es ist aber der gleiche Platz. But this place is what we experience. Dieser Ort ist das, was wir wahrnehmen. This world reveals itself through our participation. Und die Welt offenbart sich uns durch unsere Teilnahme. To be here is not a concept, Hier zu sein, ist kein Konzept. but to talk about it is to transform it into the realm of conceptual elaboration. Aber darüber zu sprechen, überführt es quasi in diesen Bereich der konzeptuellen Ausschmückung. Probably very few things about my precise experience of this building are the same as when I was here some years ago. Es ist sicherlich so, dass nur sehr wenige Sachen meines exakten Erlebens mit dem zu tun haben, was ich vor einigen Jahren, als ich schon mal hier war, erlebt habe. The phenomena, the phenomenological field is different. Die Phänomene, die Dinge, die in Erscheinung treten, dieses Feld von Erscheinung ist anders. And the thing about the phenomenal world is it's incredibly rich and complex.
Und was der Welt der Dinge, zur Welt der Dinge gehört, ist, dass sie extrem komplex und sehr reichhaltig ist. Too much is going on for us to grasp. Es geht so viel mehr vor sich, als dass wir es fassen können. So we clump things into groups. Und darum gruppieren wir Dinge zusammen. So we say in the room there are some women and there are some men. Also sagen wir, im Zimmer sind einige Frauen, einige Männer. Woman is like a kind of wrapper. Frau ist wie eine Verpackung. Inside there are many different kinds of women. In dieser Verpackung stecken ganz viele verschiedene Frauen. To say that these are women and these are men doesn't really tell us very much. Also sowas zu sagen wie, das sind Frauen, das sind Männer, sagt nicht viel aus. This use of concepts is a way of reassuring ourselves that we have the power to make sense of what is going on. Diese Konzepte zu nutzen, ist etwas, was uns selbst wieder versichert, dessen, dass wir die Kraft haben, den Dingen Sinn zu verleihen. That we can organize the field of direct experience into patterns which give us a sense of agency and competence. Dass wir dazu in der Lage sind, das Feld des Erlebens in Muster zu ordnen, was wiederum uns ein Gefühl von Kompetenz gibt, von Fähigkeit. So, when the texts say that there is anatman or dogme, there is an absence of self or precise defining personal essence to phenomena. Wenn in den Texten zum Beispiel davon geredet ist, von einem Abwesendsein von selbst, das bedeutet, dass es nicht so etwas gibt wie eine präzise definierende persönliche Essenz, die den Phänomenen oder Dingen inhärent angehört. This seems very strange. Ist das befremdlich? Because it's not how we experience the world. Weil wir die Welt so nicht erleben. I am wearing a blue shirt. Ich trage ein blaues Hemd. It's quite easy to see that the shirt is blue. Es ist eigentlich sehr leicht zu erkennen, dass dieses Hemd blau ist. This is not a complex notion. Das ist keine komplexe Empfindung oder Angelegenheit. You can see my blue shirt. Ihr könnt mein blaues Hemd sehen. And that generates for you the sense that you are sitting over there looking at someone wearing a blue shirt. Und das kreiert für euch diese Empfindung, dass ihr dort sitzt, wo ihr sitzt und jemanden anschaut, der ein blaues Hemd trägt. That is to say, you are seeing an object which exists in the world by itself. Ja, das heißt, ihr seht ein Objekt, was in der Welt aus sich selbst heraus existiert. The fact that I have a blue shirt has nothing particular to do with you. Diese Tatsache, dass ich ein blaues Hemd trage, hat mit euch speziell nichts zu tun. It has to do with me because it's my blue shirt. Es hat mit mir zu tun, weil es mein blaues Hemd ist. The shirt is a thing. I am wearing this thing. Das Hemd ist eine Sache. Ich trage diese Sache. So it would appear that there is some essence or self-substance to what I'm wearing. Es erscheint uns also so, dass das, was ich trage, eine Essenz hat, eine eigene Substanz. Oder eigene Substanz. And what you are entitled to do is just notice it after the fact that it is here already formed as a blue shirt. Und das Einzige, was ihr dürft oder könnt, ist zu registrieren, dass ein blaues Hemd da ist, was jemand trägt. Und dieses blaue Hemd ist vorher schon da gewesen, bevor ihr es bemerkt habt. And that's what we feel about everything else in the room. So empfinden wir alles, was hier im Zimmer sich befindet. So nehmen wir die Dinge wahr oder glauben, dass wir We sie see the mats on the floor, the chairs by the window, the glass and so on. Wir sehen hier die Matten auf dem Fußboden, die Stühle am Fenster, das Glas, die Gläser oder das Glas. I see the things that are in the room. Ich sehe, was im Zimmer ist.
if I go out of the room and come back in, I don't expect the room to have turned into a field of bananas. Und wenn ich aus dem Zimmer rausgehe und wieder reinkomme, erwarte ich nicht, dass sich das ganze Zimmer hier plötzlich in eine Bananenplantage verwandelt hat. Because we have a world of object constancy. Weil wir in einer Welt der konstanten Objekte leben. And the stability of objects reassures us psychologically that we're okay. Und die Stabilität von Objekten versichert uns unserer psychologischen Gesundheit sozusagen. The world is stable and reliable and predictable. Die Welt ist stabil, verlässlich und vorhersehbar. This view of the world, according to the Buddha's teaching, is a sign of our ignorance. Und gemäß der Lehren des Buddha ist diese Art der Sichtweise, wie wir die Welt betrachten, eine, ich habe die wichtigste Wort vergessen jetzt gerade, Unwissenheit, genau. So, ignorance means we're ignoring something. Das heißt, Unwissenheit bedeutet, wir ignorieren etwas. What is it we're ignoring? Was blenden wir aus? Not the blue shirt. Nicht, was See the blue shirt. What we're ignoring is our part in the experience of the blue shirt. Was wir tatsächlich ausblenden oder ignorieren, ist unser Anteil im Erleben dieses blauen Hemdes. From the Buddhist point of view, ignorance means the experience that there are self-existing phenomena. Denn vom buddhistischen Standpunkt aus bedeutet Unwissenheit, die Vorstellung zu haben, dass es aus sich selbst heraus existente Phänomene gibt. That you arrive after the fact. Dass man selber sozusagen, dass die Tatsachen vor einem bereits da sind. That you are attending to that which is already in existence. Dass man sich dem zuwendet, was bereits existiert. So at the front there are some flowers. Hier vorne sind zum Beispiel Blumen. The flowers are in a vase. Die stehen in einer Vase oder in Vasen. They are there. Sie sind da. We know what's going on. Wir wissen, wie das funktioniert. But depending on where you are sitting in the room, you will have a different experience of the flowers. Aber natürlich in Abhängigkeit davon, wo wir jeweils im Raum sitzen, erleben wir diese Blumen anders, unterschiedlich. They are presented in 3 dimensions. Sie sind dreidimensional erfahrbar. There is an irregular pattern in the arrangement. Und in diesen Blumenarrangements sind unregelmäßige Muster. And so as you are sitting, whether on the ground, on a cushion or on a chair, your angle of vision meeting the angle of display of the flowers gives rise to your specific, unique perception. Es ist abhängig davon, ob wir gerade auf dem Fußboden sitzen, auf einem Kissen oder auf einem Stuhl. So gestaltet, dass der Blickwinkel, den wir selber haben, die Blumen, wie sie sich hier präsentieren in dem Raum, in einem bestimmten Winkel treffen, und das führt dazu, dass wir jeweils ein ganz spezifisches Wahrnehmen von diesen Blumen haben. Now, if you were going to art school, the first thing they would want to teach you is to look. Wenn man zur Kunstschule ginge, würden sie einem als erstes beibringen, wie man schaut. Don't draw or paint what you think, draw what you see. Zeichne oder male nicht das, was du denkst, sondern zeichne oder male, was du siehst. And when you try to do that, you find that you don't really look very well. Ja, und wenn man versucht, das zu machen, dann findet man schnell heraus, dass man es nicht sehr gut macht. You imagine, Man stellt sich was vor, you assume. man nimmt was an. So, and one of the ways we support our assumption is to say, oh, there are 2 bunches of flowers at the front. Und unsere Vorstellungen oder Ideen und unsere Annahmen unterstützen wir dadurch, dass wir zum Beispiel sagen, ah ja, da vorne stehen 2 Blumensträuße. By encapsulating whatever they are in this title, under this rubric of a bunch of flowers, Dadurch, dass man das, was sie sind, in dieser Rubrik Blumenstrauß einfach einschließt, we disguise the incredible complexity of what we're seeing
verschleiern wir oder verkleiden wir die völlige oder unbeschreibliche Komplexität dessen, was wir sehen. But more importantly, we allow ourselves to be lazy and asleep. Wichtiger aber noch ist, dass wir uns dadurch selbst gestatten, faul zu sein und wegzuschlummern. The concept bunch of flowers Denn dieses Konzept Blumenstrauß seals the object versiegelt das Objekt and seals the subject. und versiegelt das Subjekt. When you look at the flowers, you have different reactions. Wenn man die Blume anschaut, hat man unterschiedliche Reaktionen darauf. Colors evoke pure aesthetic response. Zum Beispiel Farben rufen in uns eine bestimmte ästhetische Reaktion darauf hervor They evoke memories. und rufen Erinnerungen wach. They evoke a sense of how you might arrange flowers. Oder auch ein Empfinden dafür, wie man vielleicht Blumen gut in einem Strauß zusammenbinden kann. These opinions are important Diese Meinungen sind wichtig, because they are the first sense that the flowers are revealed to us through our participation. weil sie das erste Empfinden davon sind, dass diese Blumen sich uns durch unsere Teilnahme an ihnen offenbaren. You get your bunch of flowers. Man kriegt seinen Blumenstrauß. You have no idea what flowers anyone else sees. Man hat keine Ahnung davon, wie jemand anders diese Blumen sieht hier. You can imagine what they see. Man kann sich vorstellen, was sie sehen vielleicht. That's your cogitation, that's your mental activity. Das ist unsere geistige Aktivität, unsere Fähigkeit, das zu machen und das sich vorzustellen. In the precise moment of being alive and giving your attention to the flowers, In diesem präzisen Moment lebendig zu sein und unsere Aufmerksamkeit auf die Blumen zu richten, your life and the potential of what is there come together. kommen unser Leben und das Potenzial dessen, was da ist, zusammen. All sorts of things could come to mind. So if you might think of some famous painters of flowers like Fantin Latour, or you might have some memories of seeing still life paintings in a museum. Alle möglichen Sachen können uns da in den Kopf kommen. Zum Beispiel, dass wir an Bilder denken, an Maler denken, die Blumen gemalt haben, wie Latour, oder dass wir uns an Stillleben erinnern, die wir in irgendeinem Museum gesehen haben. You might imagine the flowers that were there at your mother's funeral. Wir können uns vielleicht erinnern uns vielleicht an die Blumen bei der Beerdigung unserer Mutter. This is your life, Das ist unser Leben, not anyone else's nicht life. das Leben von irgendwem anders. So if we deaden ourselves, the concept of a bunch of flower as a done deal, as a fixed situation, allows us to fall asleep. Das heißt, wenn wir uns in uns selbst versacken lassen, dann ist dieses Konzept einer Vorstellung von einem Blumenstrauß etwas, was uns darin fängt. What is there Was da ist, oder was ist da? is what I say is there. Ist das, was ich sage, was da ist. I tell the flowers that they are flowers. Ich sage den Blumen, dass sie Blumen sind. As far as we know, flowers don't speak. Soweit wir wissen, sprechen Blumen nicht. We talk of the language of flowers because we use roses for some purposes and chrysanthemums for another. Wir sprechen über die sogenannte Sprache der Blume, weil wir Rosen in bestimmten Momenten einsetzen und in anderen Chrysanthemen. These are our human concepts, our culture. Das sind unsere menschlichen Konzepte, unsere Kultur. We might see, oh, there are some soft green ferns. Wir sehen vielleicht, da sind sanfte grüne Farnen. We say fern, we say green. Wir sagen Farne, wir sagen grün. These are concepts. These are tools which we use to apprehend something. Das sind Konzepte, das sind Werkzeuge, die wir nutzen, etwas wahrzunehmen oder etwas zu benennen und zu begreifen. So this is where it becomes very interesting. Hier an dieser Stelle wird es When sehr I say this is a green fern, Und wenn ich sage, das ist ein grüner Farn, I have taken hold of what's one aspect of what is there, habe ich Besitz ergriffen von einem Aspekt dessen, was da ist. or at least that's how it feels. Zumindest fühlt es sich so an für mich.
I'm onto something. Ich bin hier hinter etwas her. I know what it is. Ich weiß, was es ist. I know what it is because I'm telling it what it is. Ich weiß, was es ist, weil ich dem sage, was es ist. So when I'm able to catch the green fern, Wenn ich also den grünen Faden so fassen kann, I feel as if I've got what is there, dann habe ich das Gefühl, dass das, was dort ist, but I've got what is here. ich begriffen habe. Aber tatsächlich habe ich bekommen, was hier in mir ist. I have caught the operational moment of my own conceptualization. Tatsächlich habe ich meine eigene Konzeptualisierung in ihrer Funktion erlebt oder in Aktion erlebt. And conceptualization is an activity moving through space and time. Und Konzeptualisierung ist eine Aktivität, die sich durch Raum und Zeit bewegt. A dynamic gesture which creates the illusion that I have arrived at some definite certainty about what is there. Irgendwie eine dynamische Geste, die die Illusion für mich kreiert hat, dass ich an einem definitiv konkreten Punkt, der da ist, angekommen bin. In Buddhism, this is called delusion. Im Buddhismus nennt man das Täuschung. It's not called delusion when you go to school. Man nennt es nicht Täuschung, wenn man in die Schule geht. When you go to school, they say, well done, now you start to understand there are different kinds of things that grow in the world. In der Schule wird einem dann, wenn man an diesem Punkt angekommen ist, gesagt, ja, wunderbar, großartig, gut gemacht, jetzt fängst du an, was von der Welt zu verstehen. We do a little bit of botany and we go for a walk in the park and we say, this is this bush and that is that tree. Wir beschäftigen uns jetzt ein bisschen mit Botanik. Wir gehen in den Park und wir sagen, das ist der Busch und das ist der Baum. Now children, who can first identify the oak tree? Liebe Kinder, wer kann mir als erstes sagen, was eine Eiche ist? Me, miss, I can see it. Ich kann es vorher nicht sehen. Good. Sehr gut. So from the Dharma point of view, the teacher is helping the students to be more stupid. Vom Dharma-Standpunkt aus betrachtet ist es so, dass der Lehrer oder die Lehrerin dann den Schülern hilft, dümmer zu werden. Because the child is learning to put the name on the object as if it lets them catch hold of the object. Denn das hilft dem Kind sozusagen, ein Objekt zu benennen, in der Weise, als ob es dazu führt, dass es dieses Objekt dadurch fassen kann. That is an oak tree. Das ist eine Eiche. In Buddhism, this is referred to as relative truth. Im Buddhismus nennen wir das relative Wahrheit. Because in relation to what we call the pine tree, the oak tree is an oak tree. It's not a pine tree. Denn in Beziehung zu dem, was wir eine Tanne nennen, ist natürlich eine Eiche und keine Tanne. The oak treeness of the oak tree is due to its taking its place in the field of compare and contrast. Denn das Eiche-Sein der Eiche ergibt sich aus dem Zusammenspiel des gesamten Feldes des Vergleichs und des Kontrasts. When the work of categorization of nature through Linnaeus and so on was going on, families were set up, genuses, species and so on. Als man angefangen hat, die Natur zu kategorisieren, in Kategorien einzuteilen und in Familien, in Spezies und so weiter und so fort. In this grouping together means if it's in this family, it's not in that family. Dann wurde halt es so gemacht, dass wenn die Dinge entsprechend zusammengruppiert wurden, dass sie dann eben zu dieser Familie gehören und nicht zu einer anderen. So we can say it's definitely this because it's not that. Darum konnte man dann sagen, es ist definitiv dies, nicht das. This is the work of concepts. Das ist das Werk von Konzepten. It really helps to stay alive if you can do concepts. Sich mit Konzepten auszukennen, bedeutet, dass man lebendig bleiben kann oder am Leben bleiben kann. We need concepts to participate in the ordinary world. Es ist wichtig, Konzepte zu nutzen, um an der gewöhnlichen Welt teilzuhaben. But what Buddhism would suggest is concepts don't tell the whole truth of what is going on. Was im Buddhismus gesagt wird, ist aber, dass Konzepte eben nicht die ganze Wahrheit sagen über das, was vor sich geht. They provide methods for catching and shaping moments of experience into patterns. Denn sie bieten uns Methoden, Momente des Erlebens
und Momente von Wahrnehmung, von Formung wahrzunehmen, wie sie in bestimmten Mustern sich entfalten. So when we look around the room, we see many different things. Wenn wir also im Zimmer uns umschauen, sehen wir viele verschiedene Dinge. This is how it feels. So fühlt sich das an. When we look around the room, what we see is light. Was wir in diesem Zimmer tatsächlich sehen, ist Licht. The eyes work with light. Die Augen arbeiten mit Licht. The eyes don't see tables and chairs. Augen sehen keine Tische und Stühle. The eyes see light. Augen sehen Licht. The mind interprets what is there. Der Geist interpretiert, was da ist. The mind says blue shirt. Der Geist sagt blaues Hemd. The blue shirt doesn't say blue shirt. Das blaue Hemd sagt nicht blaues Hemd. Because of the nature of your education, you are familiar with the concept of shirt and concept of blue. Wegen unserer Bildung sind wir vertraut mit der Vorstellung von einem Hemd, mit der Vorstellung von der Farbe Blau. It has become second nature to you to perceive James is wearing a blue shirt. Es ist quasi unsere zweite Natur geworden, zu sehen, dass James ein blaues Hemd trägt. This is second nature. It wasn't first nature. You weren't born with the notion of blue-shirtedness. Aber das ist unsere zweite Natur. Wir sind nicht geboren worden mit dieser Idee von blauer Behemdung. Gradually you have developed your capacity to manipulate concepts to create these regular patterns. Mit der Zeit haben wir unsere Fähigkeit, Konzepte zu manipulieren, verfeinert, solche Muster zu bilden oder zu sehen, zu erkennen. This capacity for pattern formation allows you to make sense of the world. Und diese Fähigkeit, Muster zu gruppieren, zu Gruppen zusammenführen, das gestattet uns, einen Sinn in der Welt zu entdecken. When you do it quickly and automatically, as if you are only identifying meaning that was already established in the world. Wenn wir das schnell machen und automatisch machen, dann fühlt es sich so an, als ob wir nur lediglich identifizieren, was in der Welt schon gewesen ist vorher. But actually, this requires your active participation. Tatsächlich aber benötigt der ganze Prozess unsere aktive Teilnahme. Moment by moment, we are telling the world what it is. Jeden Moment sagen wir der Welt, was sie ist. Moment by moment, we are telling ourselves what we are. Jeden Moment sagen wir uns selbst, wer wir oder was wir sind. We say, I'm happy, I'm sad, I'm tired, I'm this, I'm that. Wir sagen, ich bin glücklich, ich bin traurig, ich bin müde, dies, das, jenes. We think we are communicating about how we are. Wir glauben, dass wir über das, wie wir uns fühlen, kommunizieren. But as we bring about the linguistic formation, we are calling into being that which we appear to be describing. Aber während wir diese linguistische oder die Sprachform wählen, damit rufen wir quasi das, was wir zu sein scheinen oder zu erleben scheinen, ins Leben. This is very important in the practice of meditation. In der Meditationspraxis ist das sehr wichtig. Particularly in Tantra and Dzogchen, Besonders im Tantra und Dzogchen, which are both concerned with energy. die beide mit Energie zu tun haben oder arbeiten. Energy is always in the here and now, Die Energie ist immer im Hier und Jetzt, unfolding, emergent, and open to interpretation. die sich entfaltet, die nach außen geht und offen für Interpretation ist. From the Buddhist point of view, this is why liberation or enlightenment or awakening is possible. Aus der buddhistischen Sichtweise ist das der Grund, warum Befreiung, Erleuchtung, Aufwachen oder Erwachen möglich ist. Because the key limiting factors of our existence are not out there in the world of things, Denn die Schlüsselfaktoren, die unsere Existenz begrenzen, sind nicht da draußen in den Dingen, but in ourselves, sondern in uns selbst. in how we interpret what is going on. Und die Art und Weise, wie wir interpretieren, was vor sich geht. So, in terms of the general approach of Buddhism, they would say, be attentive to the ethical
quality of the coloration you bring to your interpretation. Das heißt, man würde im buddhistischen Sinne sagen dann, hab ein Auge darauf, auf die ethische Qualität der Art und Weise, wie du deine Interpretation färbst. Well, if a friend shows you their new shoes, Wenn ein Freund uns zum Beispiel seine neuen Schuhe präsentiert, you could be happy with them that they have lovely shoes, könnte man sich mit dem freuen, dass er schöne neue Schuhe hat. or you could be very envious. Oder man könnte auch neidisch sein. If you become envious, your perception of the shoe will be different. Wenn man neidisch wird, dann sieht man den Schuh mit anderen Augen. Well, it's okay for them. They've got nice, pretty little feet. I've got big, flat feet. I can't wear shoes like that. Für die funktioniert das. Die haben schöne kleine Füße. Ich habe große, platte Füße. Ich kann solche Schuhe nicht tragen. Then, of course, you're not really seeing the shoes. Dann sieht man nicht wirklich den Schuh. You're elaborating a little drama in your head. Stattdessen fügt man ein kleines Drama in seinem Kopf zusammen. And when we do meditation practice, we become more aware of how tedious and appalling and shameful these little storylines that run inside us are. Und wenn je mehr wir meditieren, desto mehr wird uns bewusst, wie wirklich wie peinlich und was für eine Schande manchmal diese Geschichten sind, die wir in unserem Kopf ständig laufen haben. What is the purpose of all this mental activity? Welchem Zweck dient diese ganze geistige Aktivität? From the Buddha's point of view, it's to create prisons. Vom Standpunkt des Buddhas aus betrachtet ist es dazu da, Gefängnisse zu schaffen. To create limitation and suffering for yourself. Begrenzungen zu schaffen und Leiden für uns selbst. It feels very important to have your own opinion and your idea. Es fühlt sich sehr wichtig an, unsere Meinung zu haben, unsere eigene Vorstellung zu haben. But the focus of your attention is always on finding the finite. Aber der Fokus unserer Aufmerksamkeit ist immer darauf ausgerichtet, das Letztendliche zu sehen. When we operate in a concept-dominated world, we are attending to the nuance of difference between this and that, putting them into hierarchical patterns. This is better than that, and so on. Wenn wir in einer konzeptdominierten Welt leben, dann ist es klar, dass wir unsere Aufmerksamkeit sehr auf die unterschiedlichen Nuancen in Hierarchien gerichtet halten, um sagen zu können, das aber besser als das oder dies ist weniger gut als das. And of course, when we look at ourselves, we bring the same approach. Und wenn wir uns selbst betrachten, auch das tun wir mit demselben Ansatz. I am like this. So bin ich. I like this, I don't like that. Ich mag dies, das mag ich nicht. All these decisions and judgments that we make that give the exquisite definition of our own profile, the topology of our existence. All diese kleinen Entscheidungen, die wir treffen und Urteile, die wir fällen, geben uns eine präzise Idee oder Vorstellung von unserem Profil, unserer eigenen Topografie. All of them are pointing to the fact that I am knowable. Und sie alle weisen auf die Tatsache hin, ich bin erkennbar. I can find out what I'm up to. Ich kann herausfinden, worum es mir geht. I can apprehend the shape of my existence. Ich kann die Form meiner Existenz erfassen. Essentially, I am a thing. Essentiell bin ich ein Ding, eine Sache. I'm internally split into the subject aspect of myself and the object aspect of Innerlich bin myself. ich gespalten in diesen Aspekt, den Subjektaspekt meiner selbst und den Objektaspekt meiner selbst. So we find out things about ourselves, certain habits. Darum finden wir Dinge über uns heraus, bestimmte Gewohnheiten. I notice that I don't do some of the things I should do. Ich erkenne, dass ich manche Dinge, die ich tun sollte, nicht mache. I'm going to have to struggle if I want to change. Ich muss mich anstrengen, wenn ich mich ändern will. Kind of an internal dialogue. Und dann habe ich diesen inneren Dialog. You can't have a dialogue with only one point. Mit einem Punkt kann man keinen Dialog haben. And sometimes, of course, the dialogue collapses into monologue and you're just in a rant. Manchmal natürlich kollabiert dieser Dialog in den Monolog und man ist dann einfach in einem Fluss. And then you recognize what you're doing and you go back to dialogue. Dann erkennt man wieder, was man tut und dann
geht man wieder zurück in das Zwiegespräch, das Innere. Because as we learn in childhood, if you can't keep an eye on yourself, you get into trouble. Was man ja als Kind schon gelernt hat. Wenn man auf sich kein Auge hält, wenn man das sich nicht im Auge behält, dann kommt man in Schwierigkeiten. Look before you leap. Erst hinschauen, bevor du springst. If you get your pocket money on Saturday morning and you spend it all at once, then you won't have anything for the rest of the week. Wenn du dein Taschengeld Samstag früh kriegst und du alles gleich aufgibst, hast du kein Geld mehr für den Rest der Woche. You have to plan ahead. Man muss vorausplanen. You have to think of what you might want on Monday, not what you just want today. Man muss auch daran denken, was man vielleicht am Montag möchten würde. Nicht nur an das, was man heute will. These are very helpful things that parents say, Diese Dinge, die Eltern sagen, sind sehr hilfreich. but they're creating the architectonics, the internal shaping of this domain of the felt sense of self. Aber sie sind quasi die Erbauer, die diese Formen schaffen des inneren Empfindens von selbst. I need to be in charge of my life. Ich muss mein Leben im Griff haben. So I have a life. Das heißt, ich besitze ein Leben. I might need to be in charge of my bicycle so I don't crash. Ich muss vielleicht mein Fahrrad im Griff haben, damit ich keinen Unfall baue. But how do I get to be in charge of my life? Aber wie kann ich mein Leben im Griff haben? It's not existing as a thing. Es existiert ja nicht als Sache. But because we can conceptualize it as if it were a thing, Weil wir das aber als Ding konzeptualisieren können, this gives us the illusion of power. entsteht in uns diese Illusion von Macht oder Kraft. So, the self is a patterning of concepts. Das heißt, das Selbst ist ein Muster aus Konzepten. Concepts which don't describe a core essence or substantial individuality. Muster, die nicht eine Kernessenz oder eine Substantialität der Existenz beschreiben. But concepts which create, which generate, which manifest the illusion of an essential self. Sondern die vielmehr die Illusion eines essentiellen Selbstes kreieren und manifestieren. My individuality is composed of ideas. Meine Individualität setzt sich aus Vorstellungen zusammen. I think myself into existence. Ich denke mich ins Sein. If I don't think, will I cease to exist? Wenn ich nicht mehr denke, höre ich dann auf zu existieren? Well, we cease to exist as a thing, Auf jeden Fall hören wir auf, als Ding zu existieren. which from the Buddhist point of view is very good news. Was wiederum vom buddhistischen Standpunkt aus eine gute Nachricht ist. Because Die we frohe have- Botschaft. Because we have never been a thing. Weil wir ja niemals eine Sache gewesen sind. Thingness is an illusion. Ding-Sein ist eine Illusion. What we have is experience. Was wir haben, ist Erlebnisse. So this room is light. Dieses Zimmer ist Licht. We look around and we are in a field of light. Wir schauen uns um und sind in einem Feld von Licht. How it's revealed to us depends on the kind of filter which we install between our open awareness and the actuality of the light. Und wie sich das uns offenbart, dieses Licht, ist abhängig von dem Filter zwischen unserem offenen Gewahrsein und diesem Spiel des Lichtes, wie es in Erscheinung tritt. The function of the meditation is to put into question and deconstruct the reliance on interpretive concepts. Und die Funktion von Meditation ist, dass wir uns immer verlassen wollen auf interpretative Konzepte zu hinterfragen und zu dekonstruieren. In Buddhist Tantric and Dzogchen and Mahamudra literature, you find a lot of reference to the original wisdom or the original clarity of the mind.
In den Texten des buddhistischen Tantra, Dzogchen, Mahmuda, finden wir viele Aussagen, die sich beziehen auf die ursprüngliche Weisheit, die ursprüngliche, klare Natur des Geistes. That it's said to be there from the very beginning. Da wird gesagt, von Anfang an oder seit anfangloser Zeit. Yet it hasn't become old because it's fresh. Gleichsam ist es trotzdem nicht alt geworden, weil es immer frisch ist. That is to say, awareness is not something within time. Das bedeutet, dass Gewahrsein nicht Teil der Zeit ist oder nicht zeitlich ist. As we come into the season of autumn, we experience the shifting turn of time. Wenn wir jetzt in den Herbst hineingehen, erleben wir in dieser Jahreszeit eben diese Veränderung, die sich mit Zeit einstellen oder mit Zeit einhergehen. The length of the days, the amount of moisture, the early morning dew and so on. These are all markers that the summer is fading. Zum Beispiel die Tageslänge oder die Tageslichtlänge, die Menge der Feuchtigkeit in der Luft, Tau am Morgen, das sind alles Anzeichen dafür, dass der Sommer langsam entschwindet. We look in the mirror and we see that we get older. Wir schauen in den Spiegel und sehen, dass wir älter werden. We see the wear and tear on our skin of just being alive. Wir sehen einfach die Spuren des Lebens auf unserer Haut. Because we live in the dualistic perception of interacting with an environment which is other than us, and this creates friction, which creates wear and tear. Wir erleben uns einfach als in der Interaktion zu sein mit den Dingen, die in unserer Umgebung in Erscheinung treten oder sich abspielen, und das hinterlässt Spuren bei uns. But the mind is always fresh. Aber der Geist ist immer frisch. Many of the descriptions of Padmasambhava, for example, it's a great inspirational form of Buddhist meditation in Tibet. Zum Beispiel die Beschreibung von Padmasambhava, der eben eine ganz außergewöhnliche Inspiration oder inspirierende Form in Buddhismus ist. He's described as being 8 years of age. Er wird beschrieben als 8-Jähriger. With a very soft and glowing complexion. Mit ganz sanfter und strahlender Haut. Clearly, meditation is the best skin cream available. Eindeutig ist Meditation die beste Hautcreme. Because you have the glow coming from the inside. Weil das Strahlen aus uns herauskommt, auch von innen. So this is a symbol of the freshness of each moment. Dies symbolisiert die Frische jedes einzelnen Moments. We have the clarity of what is here. Wir haben die Klarheit dessen, was da ist, was hier ist. In that first vibrant moment when there is just light and there's this. In diesem ersten wirklich schwingungsreichen Moment, wo einfach nur das Licht da ist und das hier. A traditional example for this is like the dawn. Als traditionelles Beispiel wird hier der Tagesanbruch gegeben. Especially if you're out in the country and it's a dark night with not much moon. It's dark. And then first vague light starts to arise in the sky. Vor allem, wenn man draußen auf dem Land ist, es gibt nicht viel Beleuchtung und es ist eine mondschwache Nacht, wenn dann das allererste Tageslicht anbricht. In the dark there is a sameness. In der Dunkelheit ist eine Art der Gleichheit da. And if you can accept it's dark, you feel an equanimity because there's a non-differentiation. Wenn man das akzeptieren kann, dass es dunkel ist, dann spürt man genau das, dass alles irgendwie gleich ist, weil nichts sich unterscheiden lässt. But as the rays of light come from the sun, although the sun is still beneath the horizon, gradually there is a lightening of the texture of the thick texture of darkness, and differentiation starts to occur. Und wenn dann die ersten Strahlen der Sonne, obwohl sie noch unterm Horizont ist, den Himmel anfangen zu erleuchten und dass mehr Licht kommt, dann ergibt sich plötzlich eine Empfindung dafür, auch für diese dicke Textur der Dunkelheit, und es ergibt sich die Möglichkeit zu unterscheiden. In the dark
there's nothing much for the mind to hold on to. Im Dunkeln kann das Geist sich man nicht an viel festhalten. Which is why if you're out in dark forest at night, you can make yourself quite scared. Das ist der Grund dafür, warum, wenn man sich in einem dunklen Wald nachts befindet, man sich selbst ganz schön Angst einjagen kann. Because you can fill the darkness with your own fearful imaginings. Weil man ja diese Dunkelheit mit seinen eigenen angstvollen Vorstellungen füllen kann. But as the light spreads in the dawn, oh, it's a tree, it's a cow. Huh. Now you can make sense of what is here. Je mehr aber das Licht halt zunimmt im Tagesanbruch, merkt man plötzlich, ah ja, hier ist ein Baum, da ist eine Kuh und man kann das Ganze zuordnen. So, from the point of view of meditation, the most interesting thing is this very first quality of dawn. Before you have enough differentiation to give your conceptual mind hooks to grasp onto. Und das ist in der Meditation der entscheidend interessante Moment für uns. Dieser allererste Moment des Tagesanbruchs, wo man gerade genug spüren kann, sodass tatsächlich Licht wahrnehmbar wird, aber nicht so weit, dass man unterschiedliche Dinge konzeptuell voneinander unterscheiden könnte und der Geist danach greifen könnte. You can't know what's there because there aren't enough supports for conceptual elaboration. Man kann nicht rausfinden, was da ist oder erkennen, was da ist, weil unsere Vorstellungen nicht genügend Futter bekommen, weil man nicht genügend unterscheiden kann. But what you can do is look. Was man aber machen kann, ist schauen. And if you look without conceptualizing, und wenn man einfach schaut, ohne zu konzeptualisieren, you receive what is here. Dann empfängt man, was da ist. And this is the clarity of the mind. Und das ist die Klarheit des Geistes. Clarity here doesn't mean all kind of bright and shining and in all different colors. Klarheit bedeutet nicht strahlendes Licht in vielen bunten Farben. It means that instead of being caught or seduced by the differentiation of the object, das bedeutet, statt eben gefangen zu sein und verführt zu werden von der Differenzierung der Objekte. the mind itself is the illuminator. Der Geist selbst sozusagen, der ist, der Licht ins Dunkel bringt. Oh. This is the natural light of the mind. Das ist das natürliche Licht des Geistes. The light of the mind also shows itself as the light of the object. Das Licht des Geistes zeigt sich auch als das Licht des Objekts. But the light of the mind comes first. Aber das Licht des Geistes ist zuerst da. So, in the various kinds of meditation that one can practice, we start to loosen our reliance on conceptual interpretation. In den verschiedenen Möglichkeiten, Methoden der Meditation lösen wir zunächst, dass wir uns verlassen wollen auf unsere Vorstellung, auf unsere Konzepte. So that we can be here with the raw freshness of the world before we start cooking it according to our own karmic or neurotic recipes. So dass wir wirklich hier sein können, mit dieser rohen Frische der Welt, der Gegenwart, des gegenwärtigen Moments, bevor wir anfangen, es zuzubereiten, diese Gegenwart, gemäß unserer neurotischen Einstellung oder Vorstellung. Within that field of clarity, many things are moving. In diesem Feld der Klarheit bewegt sich vieles. When we're at home in the spacious open base, which shows itself as a field of clarity, wenn wir uns zu Hause eingerichtet haben, in dieser Weite des offenen Grundes, die Klarheit hervorbringt, we don't need to make sense of what's going on. Es ist nicht nötig, dass wir begreifen, was vor sich geht. Because it is meaningful as it is. Weil es so, wie es ist, bedeutsam ist. This is what's referred to as the absolute truth.
Das ist das, was man die absolute Wahrheit nennt. The intrinsic meaning or the intrinsic value which is just here. Der innewohnende Wert, der einfach da ist, präsent. So then elaboration or the development of concepts and interpretation is not required for oneself, Doch ist eine Ausführung oder eine konzeptuelle Interpretation für ein Selbst nicht notwendig. but is available as compassion to bring connectivity with others. Aber als Mittel der Verbindung zu anderen, als Mittel des Mitgefühls ist es zugänglich für uns, diese Konzeptualisierung. Because we start to have some space in ourselves. Weil wir beginnen, in uns selbst Weite zu haben. So if we say, how are you? Darum fragen wir, wie geht's dir? Then I have some space to receive how you are. Das heißt, ich habe Raum in mir zu empfangen, wie es dir geht. Often we're telling other people how they are even before we've asked them how they are. Oft teilen wir anderen mit, wie es ihnen geht, bevor wir sie überhaupt gefragt haben, wie es ihnen geht. Oh, you look a bit down. Is everything okay? Oh, du siehst niedergeschlagen aus, ist alles in Ordnung. So we've already captured the person into our matrix of interpretation. Wir haben die Person also schon eingefangen und einverleibt in unsere Matrix von unserer eigenen Interpretation. And this blocks the space of the potential of the other person from unfolding. Und das blockiert einfach das grundlegende Potenzial der anderen Person, sich einfach zu entfalten. What is this world? Was ist diese Welt? It's like the bunch of Es flowers. ist wie ein Blumenstrauß. It's beyond computation. Oh, Computation, wie soll ich das übersetzen? Bearbeitung? Beyond. Verarbeitung, jenseits von Verarbeitung. Ist jenseits von Verarbeitung. Ein Blumenstrauß. You can't apply arithmetic to it. Man kann das arithmetisch nicht erfassen, It's excessive. weil es einfach exzessiv It's ist. the richness of lived experience. Der Reichtum gelebten Erlebens. But the open clarity of the mind welcomes it Aber die offene Klarheit des Geistes heißt es willkommen. as it is. So wie es ist. All of it. Alles. Now. Jetzt. Not having to cut it up into pieces and make little collages according to our interpretive habituation. Man muss es nicht in Stückchen zerschnippeln und entsprechende Collagen anfertigen, die mit unseren Interpretationsgewohnheiten dann in Übereinstimmung zu bringen sind. So this is the practice of non-violence. Das ist die Praxis der Gewaltlosigkeit. That the gate of our welcome to the other is very big. Dass dieses Tor, andere willkommen zu heißen, wirklich weit ist. Come as you are. Komm, wie du bist. And you have the time and space to unfold yourself. Und du hast hier Zeit und Raum, dich zu entfalten. Because, like, excuse me, like a curtain which is bunched together, Wie so ein Vorhang, der zusammengebunden ist. there is an enfolding. Der ist eingefaltet. When you pull the curtain out, it's all available. Und sobald man ihn aufzieht, also zuzieht, in unserem Fall auf Deutsch, dann entfaltet er sich. The curtain isn't split or separated or fragmented or divided. Dieser Vorhang wird nicht zerschnitten, aufgeteilt oder geteilt, But it is enfolded. sondern er ist zusammengefaltet. In the same way, when we grow up in our family, we become aware of the personalities of the big people who we are dependent on. Wenn wir halt in unserer Familie aufwachsen, dann werden wir mehr und mehr uns der Persönlichkeit dieser großen Leute bewusst, von denen wir abhängig sind. And we learn to fold aspects of ourselves back on ourselves. Und wir lernen sozusagen bestimmte Aspekte unserer selbst wieder zusammenzufalten, zurück zu uns selbst. When your dad comes home from work, don't make too much noise. Wenn Vater von der Arbeit nach Hause kommt, macht man nicht so viel Krach. When mum's in this mood, better shh. Wenn Mama in dieser Stimmung ist, lieber Klappe halten und verstecken.
This is how we get folded in. Auf diese Weise falten wir uns ein. We need space to unfold. Wir brauchen Raum, um uns zu entfalten. The whole of samsara is a folding in. Das gesamte Samsara ist eine Einfaltung. Alles ist zusammengefaltet. Now, of course, when you look at the curtain and it's folded in, Wenn wir diesen Vorhang betrachten, wie er zusammengezogen ist, it's quite difficult to see how big it will actually be when you pull it out. es ist sehr schwer zu erkennen, wie lang der und wie groß der tatsächlich sein wird, wenn man den richtig aufgezogen hat, also dass er zugezogen ist. So you have to imagine. Muss man sich also vorstellen. And this is part of the difficulty of our human situation. Und das stellt einen Teil der Schwierigkeiten unserer menschlichen Situation dar. Because we find it difficult to show ourselves, Weil wir es schwierig finden, uns selbst zu zeigen. because we feel that there are aspects of ourselves which are unacceptable. Weil wir immer das Empfinden haben, dass es bestimmte Aspekte unserer selbst gibt, die nicht akzeptabel sind. We hide ourselves in folds. Verstecken wir uns in Falten. And we meet other people who hide themselves in folds. Treffen auf andere Menschen, die sich wiederum selbst in ihrer Einfaltung And then we imagine that things about them which are hidden in their folds. Und dann stellen wir uns Sachen vor, die sich in ihren Falten da wahrscheinlich verbergen. And so communication is very difficult. Und so wird Kommunikation sehr schwierig. Because we start with what is an acceptable image. Weil wir als Ausgangspunkt das nehmen, was ein akzeptables Bild ist. How do I need to be in order to survive in this world and have people like me and so on and so on. Wie muss ich sein, damit ich in dieser Welt überleben kann, damit Leute mich mögen können und so weiter. So we're second guessing other people's expectations of what is appropriate. Das heißt, wir haben immer eine selbstgemachte Idee oder Vorstellung davon, was andere Leute wohl glauben, was angemessen sei. In order to do this, we have to look up our predictive manual. Um das tun zu können, muss man unser kleines Wahrsagebuch befragen. Our predictive manual was given to us in our family when we were growing up. Das wurde uns gegeben in der Familie, in der wir aufgewachsen sind, Dinge zu erkennen. It was quite useful for reading the patterns of our family. Tatsächlich war diese Anleitung, andere zu lesen, sehr nützlich, um zum Beispiel die Muster der Familienangehörigen zu erkennen. But it's not a very good guide to the big wide world. Aber es ist nicht wirklich ein guter Führer uns in die ganze Welt hinein. But to learn to do new things is quite difficult. Aber Neues zu lernen ist schwierig. So we tend to do more of what we've done before. Also versuchen wir gewöhnlich mehr von dem zu tun, was wir bereits schon gemacht haben. This is the development of a personality. Das ist die Persönlichkeitsentwicklung. My shape, my style, my way of doing things. Meine Form, mein Stil, meine Art und Weise, Dinge zu tun. We meet someone and we fall in love and we say, I will be predictable for you if you will be predictable for me. Wir treffen jemanden und verknallen uns oder verlieben uns und sagen, ich werde für dich vorhersehbar sein, so wie du für mich, wenn du für mich vorhersehbar bist. At last I met someone and I know where I am. Endlich habe ich mal jemanden getroffen, wo ich das Gefühl habe, da weiß ich, wo ich dran bin. I feel really safe with you because I know how you are. Ich fühle mich so sicher mit dir, weil ich weiß, wie du bist. This is the welding together of two prisons. Auf diese Weise schweißt man zwei Gefängnisse zusammen. Because our potential has not been visited. Weil unser Potenzial ja nicht mal angeschaut worden ist. For the potential to unfold, it requires space. Und es braucht Raum und Weite, damit Potenzial sich entfalten kann. Which means not filling the space with assumption, interpretation, judgment and so on. Und das bedeutet, dass wir diese Weite, diesen Raum nicht vollstopfen mit Annahmen, mit Interpretationen, mit Vorstellungen. I exist. Ich existiere. Each of you here can say that of yourself. Jeder I exist. von uns hier kann das sagen, ich existiere. This is not wrong or bad. When it says we don't have a self, it doesn't mean you don't exist. Das ist nicht falsch oder schlecht. Wenn wir sagen, man hat kein Selbst, dann bedeutet das nicht, dass man nicht existiert. I exist is the voice of the empty mind.
Ich existiere ist die Stimme des leeren Geistes, the spacious mind, the unborn mind. des weiten Geistes, des ungeborenen Geistes. It is the vitality of the emergence of the radiance of awareness, like the sun coming up in the sky. Es ist die Vitalität des Auftauchens, der Ausstrahlung des Gewahrseins, so wie die Sonne über den Horizont kommt. It has no fixed content. Und es ist kein fixierter Inhalt. We become aware that we fill with all sorts of experiences. Uns wird bewusst oder wir werden dessen gewahr, dass wir mit allen möglichen Arten von Erlebnissen erfüllt sind. As the illusory skin that we have around ourselves dissolves, Und indem sich diese illusionäre Haut um uns herum aufzulösen beginnt, instead of meeting the world by going from inside to outside, treffen wir nicht mehr auf die Welt dadurch, dass wir von innen nach außen uns bewegen, we have the non-duality of arising with the world. sondern spüren vielmehr, dass wir nicht dual mit der Welt gemeinsam in Erscheinung treten. We are always somewhere. Wir sind immer irgendwo. This is the co-emergence of the field of experience and our individual awareness. Das ist dieses gemeinsame in Erscheinung treten unseres Erlebnisfeldes und unseres individuellen Gewahrseins. It is truly individual, which means undivided. Es ist tatsächlich individuell, tatsächlich ungeteilt, Because it is empty. weil es leer ist. You can't cut emptiness. Man kann Leerheit nicht zerteilen. Bodies can be cut. Emotions can be cut. Körper können zerteilt werden, Emotionen können zerteilt Hopes werden, and fears can be cut. Hoffnungen, Befürchtungen können But zerteilt awareness is the basic clarity, receptivity of the mind. It is not a thing. Aber Gewahrsein ist die grundlegende Klarheit, die grundlegende Fähigkeit des Geistes. And this is our actual nature. Das ist unsere tatsächliche Natur. Hidden from us by our own conceptualization. Aber die ist uns verborgen durch unsere eigenen Konzepte. When it says in Buddhism that all obscurations and limitations and suffering arises from ignorance, it means the process of ignoring, and who is the one who is ignoring? Wenn im Buddhismus davon die Rede ist, dass alle Verdunklungen, alle Begrenzungen, alles Leiden aus der Unwissenheit, aus der Ignoranz hervortritt, dann ist damit gemeint sowohl der Prozess des Ignorierens oder des Ausblendens als auch diese Vorstellung davon oder das Wahrnehmen von der Begrenzung. I am ignoring the ground of my own being Ich blende die Basis meines eigenen Seins aus. by using the thoughts and feelings and sensations which arise as the basis for weaving my patterns of interpretation. Dadurch, dass ich meine Gedanken, meine Empfindungen, meine Gefühle, die aus dem Grund heraus in Erscheinung treten, dazu nutze, ein Muster zu weben, diese Muster zu weben meiner Vorstellung von mir selbst. The creativity of the mind itself arises as a delusion. Die Kreativität des Geistes selbst tritt als eine Täuschung in Erscheinung. There is no truth to the delusion. Enttäuschung ist keine Wahrhaftigkeit und keine Wahrheit. So as the traditional texts say, with many different examples, it's like a rainbow in the sky, like a mirage on the road on a hot day, like the reflection of the moon on water. Wie in den traditionellen Texten halt in vielen Beispielen dann gesagt wird, es ist wie ein Regenbogen, wie eine Luftspiegelung auf einer heißen Straße. Dritte habe ich jetzt vergessen. There is no truth there. Da gibt es keine Wahrheit. It is an illusory appearance. Das ist eine täuschende Erscheinung. When we relax and open to the ground nature of the mind itself, Wenn wir uns der Grundnatur des Geistes selber öffnen und uns hinein entspannen,
the unformedness of ourself. Die Unformedness. Unformedness, yeah. Dann ist die Ungeformtheit unserer Selbst oder dieses Or ungeformte its Selbst openness. oder die Offenheit. Is it inseparable from its ungraspability? Untrennbar von dieser Ungreifbarkeit. That is to say, we can never find ourselves, Das bedeutet, wir können uns selbst niemals finden, but we are ourselves. aber wir sind wir selbst. So as long as we tilt towards appropriation, getting, pulling in what we like, pushing away what we don't like, treating ourselves as a thing, we're simply maintaining our own alienation. Das heißt, solange wir diesem Ansatz zuneigen, etwas zu bekommen oder etwas zu greifen, etwas anzupassen, etwas wegzuschubsen oder etwas an uns heranzuziehen, dann halten wir unsere eigene Entfremdung von uns selbst aufrecht. This is one of the great mysteries of existence. Das ist eines der großen Mysterien des Seins. The mind itself is unborn. Der Geist selbst ist ungeboren. That is to say, it hasn't come into existence as a thing, Das bedeutet, dass er nicht als Ding existiert. and yet it's unceasing because the flow of experience is continuous. Gleichzeitig ist er aber unendlich oder unendbar, weil dieser Fluss des Erlebens sich immer weiter fortsetzt oder entfaltet. You can't catch the mind itself because there's nothing there. Man kann den Geist selbst nicht fassen, weil da nichts ist. Nor can you catch the flow of experience because it's always just rippling through. Man kann auch den Fluss des Erlebens nicht fangen oder fassen, weil er einfach immer weiter fließt. What we can catch is a carapace, the carapace of concepts. I don't know what The carapace is like a shell on a lobster. Was wir tatsächlich erfassen können, ist die Schale. Die Schale besteht aus unseren Konzepten. Some of you will know the story of Franz Kafka, the Metamorphosis. Die einen oder anderen hier kennen vielleicht die Metamorphose von Franz Kafka. Who wants to wake up as a bug? Wer möchte schon als Käfer aufwachen? It's not much fun. Macht nicht viel Spaß. We have the soft stuff on the outside. Wir haben eben dieses weiche Zeug außen. It's lovely, Ist schön, very sensitive. ganz sinnig und empfindsam. If somebody says, would you rather have a shell? Und dann werde ich fragen, möchtest du vielleicht lieber einen Panzer haben? You say, no, Ich sage nein. I want the soft stuff. Ich möchte hier das weiche Zeug. It's the same. The mind is very soft, Und genauso ist es auch mit dem Geist. Der ist sehr sanft, sehr zart, very tender. ganz zart. Of course, you have to be careful with your skin. Natürlich muss man mit der Haut auch sorgfältig sein oder sorgsam. But the same way, if you wrap yourself in thoughts, it gives you a kind of rough solidity, a seeming predictability. Wenn man sich also in Gedanken einwickelt oder einpackt, dann gibt uns das eine Vorstellung von Solidität, eine Art von Vorhersehbarkeit oder Voraussagbarkeit. But this sclerosis, this rigidification is really a great loss. Aber diese Versteifung oder Verfestigung ist ein echter Verlust. So in the practice we return to the sweet freshness of the unfolding of experience moment by moment. In der Praxis kehren wir also zu dieser süßen Frische des sich Moment für Moment des entfaltenden Erlebens zurück. Which unites the natural, the original purity of the mind, the unchanging purity of the mind, Dass die ursprüngliche Reinheit, die unveränderbare Reinheit des Geistes vereint mit with the ceaseless revelation of its own vitality, which is the field of experience, coming as light, sound, and so on. mit dem sich ständigen Offenbaren der eigenen Vitalität in diesem Feld des Erlebens in Form von Licht, von Form und so weiter. Und Klang. Well, this is just an introduction to this topic, and
for those of you who have interest, in the next few days we'll be looking in some depth at this. Dies ist eine kleine Einführung gewesen in diese Thematik, mit der wir uns in den nächsten Tagen ausführlich beschäftigen möchten und diejenigen, die Interesse daran haben, können daran teilnehmen. It's also an area which is addressed in many of the chapters in the book of the collected writings of Siya Lama. Und außerdem ist es eine Thematik, die wir in den gesammelten Schriften von Siya Lama auch oft finden. Which is now available in German. Dieses Buch, diese Sammlung ist jetzt auch auf Deutsch erhältlich. Because of course all Dharma comes through transmission. Denn selbstverständlich kommt alles Dharma zu uns als Übertragung. We receive some teaching. Wir empfangen Belehrung. And then we have to practice the teaching and make it come alive in us. Und dann müssen wir diese Belehrung in Praxis umsetzen und lebendig machen in uns. I got many teachings from Siya Lama. Ich habe von Siya Lama viele Belehrungen erhalten. In this third level of the transmission, which is through the ear of ordinary people. Und auf dieser dritten Ebene der Übertragung findet sie statt durch die Ohren gewöhnlicher Menschen. That is to say, we have to hear these things again and again. Und das bedeutet, dass wir diese Dinge immer wieder hören müssen. And gradually they sink in and permeate our being. Und mit der Zeit vertiefen sie sich in uns und durchdringen unser Sein. He got it from his teacher and from his teacher, going back and back and back. Er hat es wiederum von seinen Lehrern gehört, die wiederum von ihren und so weiter und so weiter. Back to his first incarnation and through that and back to the time of Padmasambhava. Bis hin zurück zu seiner ersten Inkarnation und zu der Zeit von Padmasambhava. Through Padmasambhava, back through Garabdorji to the founding Buddha of the lineage, Kuntuzampo. Von Padmasambhava wirklich zurück zu Garabdorji bis hin zum Gründungsbuddha unserer Übertragungslinie Kuntuzampo. The notion of lineage is very, very important in Tibetan Buddhism. Im tibetischen Buddhismus spielt diese Übertragungslinie eine große Rolle. Because it's the purity of the lineage is a prophylactic against reliance on human thought. Denn diese Reinheit der Übertragungslinie ist quasi eine Prophylaxe gegen eben sich abhängig zu machen von menschlichen Gedanken. When Western people come in contact with Buddhist teaching, it is a kind of narcissistic wounding. Wounding, like a cut. Ja. Yeah. Wenn westliche Menschen mit buddhistischer Lehre in Kontakt treten, ist das eine Art des narzisstischen Verwundens. Because in our view, from our Judeo-Christian heritage, we human beings are special people, God's chosen people. Denn unsere christliche Tradition hat uns gelehrt, dass Menschen besondere Wesen sind, dass Gott die Menschen auserwählt hat. And from the modern atheist position, we are the intelligent creatures who can run around and destroy the world. Und die modernen Ethiker sagen, dass wir die Kreaturen sind, die halt Macht haben und durch die Welt rennen können und sie zerstören können. With science, we are the kings of creation. Und für die Wissenschaftler sind wir die Krone der Schöpfung. And with the cost of our consumerist capitalism, we are the kings of destruction. Und im Konsumentenkapitalismus sind wir die Könige der Zerstörung. But anyway, we are kings and queens. Egal, wir sind auf jeden Fall Könige und Königinnen. Not like that in the Buddhist account. Im Buddhismus werden wir nicht so betrachtet. Buddhist account, in this world we live in, there are 6 different domains. In der buddhistischen Vorstellung ist es, dass die Welt, in der wir hier leben, 6 Daseinsbereiche hat. Human is the middle level. Und der menschliche Daseinsbereich zur mittleren Ebene gehört. Lower middle class. Die untere Mittelklasse sozusagen. Not kings and queens. Nicht Könige und Königinnen. Above us there are God realms. Über uns sind Götterbereiche. But we have to hustle and get to work and so on. Wir müssen uns anstrengen, zur Arbeit gehen und so weiter. And we don't know very much. Und wir wissen nicht besonders viel. To be human is not to be on the peak of the mountain.
Mensch zu sein bedeutet nicht, auf der Bergspitze zu stehen. Although modern science and modern education and the whole turn of modernity, which is always projecting into the future and saying we can overcome all difficulties. Und die moderne Wissenschaft, die moderne Haltung überhaupt, die immer in die Zukunft hineindenkt, sagt, wir können all das überwinden. Buddhism is not saying that at all. Und im Buddhismus wird das gerade nicht gesagt. Buddhism says, from the very beginning, there is the truth spoken by Dzogchen-Intensivseminar. Denn im Buddhismus wird gesagt, von Anfang an gab es die Wahrheit, die Dzogchen-Intensivseminar ausgedrückt hat. This is the truth not dependent on concepts. Diese Wahrheit beruht nicht auf Konzepten. It is prior to concepts. Sie ist vor Konzepten da gewesen. It is the mother or the ground or the source of concepts. Sie ist die Mutter, die Grundlage, die Quelle von Konzepten. The mother is always bigger than the child. Die Mutter ist immer größer als das Kind. The concept can't catch the ground. The Das ground is always the basis of the concept. Konzept kann seine Basis nicht erfassen oder einfangen, sondern die Basis bringt Konzepte hervor. So it's not about imagining new futures or finding our own way. Darum geht es also nicht dabei, eine neue Zukunft finden oder unseren eigenen Weg zu finden, It's about finding our way in the way, sondern vielmehr unseren Weg in den Weg hineinzufinden. not getting in the way of the way by trying to establish our own way. Den Weg nicht im Wege zu stehen, dadurch, dass wir unseren eigenen Weg entwickeln wollen. So in the first two chapters of this book of Sialama's writing, you find that he says on several occasions, this teaching is not contaminated by human thought. Und das bedeutet, in den ersten beiden Kapiteln dieses Buches der Schriften von Sialama findet man an mehreren Stellen, wie er sagt, dass diese Lehre nicht von menschlichen Vorstellungen kontaminiert ist. Now, some people in radical ecology would say that indeed the human beings are like some demonic virus destroying the planet, and the best thing would be is if we all vanished and let the bugs and cows get on with it. Und dogmatische Ökologen würden ja aber dem schwer zustimmen und sagen, wir sind als Menschen wie Dämonen, wie Viren, die diese Welt zugrunde richten und dass es wesentlich besser sei, wenn wir endlich aussterben und die Käfer und die Kühe endlich wieder ihre Sachen machen können. And that's why it's a bit of a narcissistic wound. Das ist der Grund, warum es eine gewisse narzisstische Wunde ist. All my personal qualities are not very important. Weil all meine persönlichen Qualitäten nicht sehr wichtig sind. The ground of these qualities, that's what's important. Was wichtig ist, ist die Basis dieser Qualität. But I don't find the ground of the qualities, the nature of the mind itself, because I'm so caught up in the qualities that manifest from the ground. Ich kann aber diese Basis dieser Qualitäten, die Natur des Geistes selbst, nicht entdecken, weil ich so verstrickt bin in diesen Erscheinungen der Qualitäten, die sie hervorbringen. So meditation is a deconstruction of the central dominant position given to the intellect. Und das heißt, Meditation ist die Dekonstruktion, das Auseinandernehmen dieser zentralen, dominanten Position des Intellekts. The intellect as the master of thought. Des Intellekts als Meister oder Meisterin des Gedankens oder der In Gedanken. meditation we learn to pay less and less attention to thoughts. Und in der Meditation lernen wir, Gedanken immer weniger Aufmerksamkeit zu And schenken. through that we awaken to preconceptual awareness, preconceptual clarity. Und dadurch erleben wir vorkonzeptuelle Gewahrsein, vorkonzeptuelle Klarheit. And this is the gift of the lineage to us, Und das ist das Geschenk der Übertragungslinie für uns. because we won't find it taught in any of our schools. Wir finden das nicht, also es wird uns in der Schule nicht beigebracht. It's not on the television, it's not in novels. Man findet nichts darüber im Fernsehen, es ist nicht in Romanen beschrieben, But this is a rare and precious tradition. sondern es ist wirklich eine seltene und kostbare Tradition. So we have a chance to go deeper into that. Hier haben wir also die Gelegenheit, da tiefer hineinzugehen. It's not about
doing something artificial, Es geht nicht darum, künstlich etwas zu machen, but rather recognizing, often painfully recognizing, the artificiality of our own self-construct. vielmehr die Künstlichkeit unseres Selbstkonstruktes, manchmal sogar schmerzhaft festzustellen. The advantage of doing the practice is we experience more freedom, Und more freshness, more spontaneity, with the diminishing of fear and anxiety. Und der Vorteil dieser Praxis oder so eine Praxis zu machen, ist, dass wir mehr Freiheit erleben und gleichzeitig auch, dass unsere Befürchtungen und Ängste sich abnehmen. So, maybe some of these ideas are interesting or helpful for you, and if you're interested, you have plenty of time to go deeper. So, I wish you a good evening. Vielleicht sind einige dieser Vorstellungen oder Ideen für euch interessant, dann haben wir Zeit, da uns drin zu vertiefen. Ich wünsche euch einen guten Abend. Ja. Thank you James, thank you Kati. Morgen früh um 10 Uhr geht es weiter und wer nicht die Möglichkeit hat, morgen am Freitag hier dabei zu sein, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, Samstag um 10 einzusteigen in das verlängerte Wochenendseminar, was halt also Freitag, Samstag, Sonntag und Montag jeweils 10 Uhr morgens beginnt. Fantastisch. Und hoffentlich Zeit gibt, ein bisschen was in den Behörden tiefer einzusteigen. Noch eine Bitte, es gibt die Möglichkeit hier im Café zu essen. Und für die Organisatoren wäre es sehr wichtig, dass wir vorher genau sagen können, wer alles essen kommt. Dafür könnt ihr Essenstickets bei Marcel am Einlass kaufen, wer das noch nicht gemacht hat, oder Bescheid sagen, falls ihr heute nicht kaufen könnt, wann ihr mitessen wollt. Ich habe jetzt auch gehört, man kann eventuell die anderen Tage auch essen. Ja. Also deswegen bitte Bescheid geben, das Essen kostet 8 €. Ist vegetarisch und das kritisiert, da muss man halt nicht um die Organizing lunch and so on. Ansonsten gibt es uns noch irgendwas zu sagen. Schönen Abend und freuen uns, wenn wir uns morgen sehen. Und das Buch gibt es übrigens im Bücherstand. Wir haben die noch da. Ihr freut euch nicht. Yeah, good. Danke, Andreas. Come on.